Ferien in Kroatien und der erste Tagesausflug führt in Krka Nationalpark, genauer zum Skradinski Buk. Ich bin der Willi und erzähle dir, wie das einem Schweizer, der meint, der Einfall sei ein Wasserfall, geht, wenn er so etwas Grandioses wie ein Skradinski Buk live sieht. Ich bin ja nicht alleine zum Sünneln und zum Wasserfall anschauen in Kroatien gewesen. Ich kann ja auch noch ein bisschen TÜV fahren. Darum bin ich dann auch zuerst Richtung Nordwest gestartet, fast bis Zadar gefahren und habe von dort dann die Strecke Richtung Skradin unter die Rädchen genommen. Die Strecke, die ich gewählt habe, ist fahrerisch natürlich nie zu vergleichen mit irgendeinen Alpenstrecken, wo Kurve an Kurven ist. Aber es war dafür gebietsmässig sehr schön gewesen. Hat zum Teil leicht bewaldete Stellen gehabt. Mit Buschwerken hat es Routenteile gehabt. Und auch Strecken, die recht offen waren. Hat ein paar wenige Kurven dazwischen gehabt. Aber der meiste Teil war doch sehr gestreckte Straße. Während meiner etwa 2-stündigen Tour auf Skradin hat es nicht viel Verkehr auf der Straße gehabt. Aber für alle Beobachter musste klar sein, dass jetzt ein Tourist kommt. Nicht nur wegen meiner Nummernschilder, sondern auch, weil ich mit richtigen TÜV-Kleidern unterwegs war und es doch deutlich über 30 Grad warm war. Wenn du dich jetzt fragst, wieso das bei diesen Aufnahmen der Horizont nicht mehr stabilisiert ist, dann kann ich dir sagen, ja, das ist eine berechtigte Frage. Würde mich auch interessieren. Ich kann dir also nicht sagen, ob ich ein bisschen blöd an der Actioncam rumgeknöpfelt habe oder ob die Actioncam gefunden hat, bei diesen Temperaturen, ja, da machen wir jetzt keine Stabilisierung mehr. Es ist jetzt halt einfach so.
Wenn du Angst hast, dass ich dich jetzt mit vorgelesenem Wissen aus Reiseführer oder aus Wikipedia langweilen betreffend Krka Nationalpark oder das Kradinski-Buck, dann kann ich dich beruhigen. Wenn du gehofft hast, dass ich das machen werde, ja, dann war halt Pech gewesen. Ein bisschen Wikipedia-Wissen wollte ich jetzt aber gleich noch unterbringen. Zum Beispiel, dass Krka Nationalpark über 100 Quadratkilometer gross ist. Zwar nicht einmal halb so gross wie Plitwitzer See Nationalpark. Es ist aber nicht so entscheidend, dass er auch nicht so hoch ist wie irgendein Victoria-Fall oder nicht so viel Wasser runtergeht wie bei den Niagara-Fällen. Aber es ist halt wesentlich, dass es ein wunderschönes Gebiet ist. Und es lohnt sich auf jeden Fall, die folgenden Videos zu schauen oder, wenn es möglich ist, sogar selber einen Besuch dort zu machen. Wenn man auf dem Schiff den Meeresarm oder den Fjord durch hinten fahren tut oder auch wenn man auf dem Fußweg hinten laufen tut zum Kradinski-Buck, dann hat man eigentlich, bis man wirklich vor dem Wasserfall zusteht, hat man den Eindruck, ja, da ist ja gar nichts, das ist alles vollgewuchert. Man sieht aus der Ferne nicht, dass da so ein grandioses Naturschauspiel sich verborgen hat. Wenn wir dann hinter dem Schiffssteg und dem Restaurant und den Souvenirshops rausschauen, dann ist die grandiose Schönheit von dem Wasserfall, von diesen ganzen Kaskaden, ist dann sichtbar. Und je weiter dass man auflaufen tut, seitlich vom Wasserfall, umso mehr Details sieht man, weitere Kaskaden. Wunderschön. Die ganzen Wege und Stufen und Aussichtsplattformen sind wirklich wunderbar in die Gegend integriert. Man hat von niemand irgendwie den Eindruck, das sieht jetzt touristisch aus oder ja, die Plattform, die stört jetzt. Es ist wirklich sehr schön integriert und sehr diskret gehalten. Es hat etwa noch 50 Meter über Meer hat es einen Durchgang durch ein Sumpfgebiet, wo mit Rondellen gelöst ist. Also man läuft eigentlich wirklich auf dem Sumpf oben. Es ist ein wunderbares Naturspektakel.
kurvige Strecke von Skradin auf in die Hochebene, die habe ich ja bereits schon kennengelernt auf der letzten Anreiseetappe. Damals leider mit fast leerem Tank und jetzt habe ich natürlich darauf geschaut, dass nicht etwa ein Auto vor mir zu ist und habe die Strecke wirklich geniessen. Wunderbare Straße, wunderbares Wetter dazu, alles perfekt gewesen. Nach der Bergstrecke, die mich von Meereshöhe fast auf 150 Meter aufgebracht hat, mit einigen Kurven, die natürlich auch entsprechend signalisiert waren, ist dann eine lange Gerade gekommen. Dann ist wieder ein Kurvenzeichen gekommen. Dann eine Kurve, die maximal etwa 10 Grad beschreiben tut. Und dann ist wieder eine lange Gerade gekommen. Solche, unmotivierte Kurvenangaben hat es sehr viel in Kroatien. Man kann also nicht alleine vom Symbol her entscheiden, ob es jetzt eine Haarnadelkurve ist oder eben ob es eine lange Gerade ist, wo man also Kurve erst etwa jenseits von 200 km/h wirklich als solche wahrnimmt. Eine weitere Eigenheit in der Signalisation auf Kroatienstrassen ist die Geschwindigkeitssignalisation. Zum Teil gibt es 30er-Schilder, 40er-Schilder, die definitiv nur von den Touristen beachtet werden. Und selbst die Polizei die überholt einem also mit doppelter oder noch höherer Geschwindigkeit, wenn man wirklich nur schon mit 40 durchfährt. Eine Signalisationsart, die ich hier in diesem Gebiet das erste Mal gesehen habe, ist die Wildwechseltafel mit einer Wildsau drauf. In diesem Gebiet scheint es also von diesen Tieren Haufen rum zu haben. Ich bin natürlich heilfroh, habe ich nie so eins angetroffen. Dann schon bei einem Reh denke ich, da willst du nicht dabei sein, wenn du so eins mit dem Töpfer wünschst. So bin ich dann wieder zurück in den Camping gefahren. Ich hoffe, dass ich dir etwas von meiner Begeisterung für den Naturpark weitergeben konnte. Ich hoffe, dass du das nächste Mal auch wieder einschaltest, wenn ich nächsten Tagesausflug präsentiere. Ciao und eben bis nächstes Mal.